Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen super einfachen Quarkstollen. Dafür als erstes alle Zutaten in eine große Rührschüssel geben, 500 Gramm Mehl, 100 Gramm gemahlene Mandeln, 200 Gramm Zucker, 2 Eier, 250 Gramm Quark sowie 200 Gramm weiche Butter und ein Päckchen Backpulver. Anschließend alles mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten verkneten, so lange bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben. Wenn das erledigt ist, die Küchenmaschine kurz anhalten, 200 Gramm Rosinen und je 50 Gramm Zitronat sowie Orangeat dazugeben, die Küchenmaschine anschließend wieder anschalten und weiter kneten, bis sich die Rosinen gleichmäßig verteilt haben. Jetzt eine Stollenbackform gut mit Butter einfetten, den Teig in die Form drücken und den Stollenteig auf ein mit Backpapier belegtes Backblech stürzen. So kommt das Backblech dann in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 45 bis 50 Minuten. Den fertigen Stollen danach aus dem Ofen holen, die Backform vorsichtig entfernen und so sieht der Quarkstollen dann aus. Jetzt, solange der Stollen noch heiß ist, rundherum mit 50 Gramm geschmolzener Butter einstreichen und anschließend großzügig mit Puderzucker bestäuben. Den Quarkstollen danach komplett abkühlen lassen und dann können wir ihn auch schon anschneiden. Dafür einfach in fingerdicke Scheiben schneiden. So sieht der Quarkstollen von innen aus. Anschließend auf Tellern verteilen und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.